Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget und heute kommen wir zu einem sehr interessanten Videothema, wie ich finde, denn es ist ja so eine kleine Unstimmigkeit, sag ich mal, immer bei einem gewissen Thema und das heißt Schmied, Upgrades auf den Items, lohnt sich das nicht? Das ist so oftmals die Frage, ab wann sollte man die Items upgraden, ab wann sollte man sie zerlegen, wie viel Verlust macht man da bei der ganzen Geschichte und das ist so die Frage, die sich stellt. Wir haben es ja jetzt momentan gerade Legendary Dungeon, ihr wisst ja Bescheid, ne? Und ich habe noch nicht sehr viele Runs gemacht und hatte ja auch gesagt gehabt, dass ich jetzt am Freitag nochmal komplett mich neu equippen möchte, weil ich in einem der letzten Videos erwähnt hatte, dass ich ja jetzt auf meine Items so, sagen wir mal, plus 30 Stats gut mache mit den neuen Items, die ich durch den legendären Dungeon bekomme. Das ist per se erstmal nicht sehr viel. So, ein Item habe ich jetzt schon ausgerüstet. Ihr seht hier, ich habe hier 1009 Stats und 471 durch die Verbesserung auf das aktuelle Item mit 13 Mal verbessert, also wenn es 13 Mal verbessert ist. Das hier ist ein altes Item, auch genauso oft verbessert, 13 Mal, gibt mir aber 457. Das heißt, ich mache hier nochmal so, sagen wir mal roundabout 20 Stat-Punkte, sodass mit dem neuen Item, was ich hier equippe, was sagen wir mal auch roundabout so mir 30 Stat-Punkte gibt, plus halt die Verbesserung durch das aktuellere Item, aber genauso oft verbessert ist, gibt mir das pro Stat-Item 50 Punkte pro Item, so auf alle 3 Attribute. Das hört sich erstmal jetzt schon mal so an, als würde man meinen, 50 Punkte, das ist ja schon einiges, da kann man schon mal verbessern. So, ansonsten für 20 Stat-Punkte oder für 30, das ist jetzt nicht so viel oder so worth, dass man sagt, ich gehe jetzt durch den Dungeon durch und grinde mich da durch für die neuen Items, weil das bringt mir so viel, wenn ich die dann noch verbessere oder so, dann habe ich 50 Stat-Punkte pro Item. Ja, das Ganze hat sich für mich schon sehr, ich weiß nicht, also ich habe mir so die Frage gestellt, lohnt sich das wirklich so, ne? Weil 30 Stat-Punkte sind jetzt nicht viel und du hast halt die Verbesserung zwar, die dir nochmal 20 obendrauf gibt, so, ne? Aber was die meisten ja nicht wissen, man verliert ja auch immer einen gewissen Teil, wenn man halt eben diese Items zerlegt und wieder neu aufrüstet, weil die neueren Items, die sind natürlich auch teurer von der von dem Verbesserungsfaktor her. Das heißt, man muss mehr bezahlen für den gleichen Wert, kriegt natürlich auch ein bisschen mehr, aber man hat eben auch ein bisschen Verlust, wenn man die Items eben auch zerlegt, ne? Und das werde ich euch jetzt zeigen, denn wie gesagt, ich hatte ein komisches Gefühl, so soll ich das wirklich machen jetzt für die paar Punkte, soll ich jetzt mein ganzes Equipment nochmal verbessern und dafür aber in Kauf nehmen, dass ich eine gewisse Anzahl an Ressourcen verliere, ja. Und was mache ich, wenn ich irgendwie Fragen habe, was so speziell so Late Game oder so eine etwas deeperen Materien angeht? Ich frage einfach mal Strider, was der dazu sagt, ja. Und der Strider hat mir da ein bisschen weitergeholfen. Der hat mir erstmal gezeigt, was ich da an Verlust machen würde, an Ressourcen, was seine Meinung dazu ist und wie er auch dazu steht, ob sich der Legendary Dungeon lohnt, für ihn jetzt quasi nur wegen neuen Ausrüstungen oder sowas zu grinden oder halt eben wegen anderen Gründen, ja. Und da steht im Vordergrund tatsächlich stehen erstmal die anderen Gründe, ne? Und zwar erstmal die Epics zu farmen, um halt seine Schmiederessourcen aufzubessern. Das ist erstmal so Priorität Nummer 1. Also das heißt, man kann sich ja beim Epic-Event, das hatte ich ja auch mal gemacht, kann man sich ja Epic-Waffen aus dem Laden kaufen. So, da kostet aber eine Epic-Waffe 1 Skillpunkt, also 10 Millionen Gold, ne? Und das ist dann relativ teuer. So, beim Legendary Dungeon bezahlt ihr kein Gold für Epic-Waffen, bezahlt halt nur ein paar Pilze so, ne? Also ein paar Pilze mehr so, ne? Und füllt damit euer ganzes Equipment. Das ist so die Priorität vom Legendary Dungeon, wenn man dann wirklich es drauf ankommen lassen will und wirklich versucht, effizient zu spielen so, ne? Pilze lassen wir mal dabei außen vor, ist natürlich alles schweineteuer, brauche ich euch nichts zu sagen, ne?
Ja, so, das ist Priorität Nummer eins. Priorität Nummer 2 ist dann der nette Nebenverdienst, und zwar das Goldeinkommen so, ne? Das ist aber auch nur bei den ersten 20 Runs noch effizient. Danach wird es dann schon relativ uneffizient, was das Gold angeht. Aber man sollte zusehen, wenn man wirklich sehr tryhard-mäßig spielen will auf seinem Server, dann ja, sollte man mit dem legendären Dungeon sein komplettes Inventar mit epischen Waffen zum Zerlegen für die Schmiederessourcen ja, nehmen. So, jetzt die Frage. Lohnt sich das? Lohnt sich das nicht? Ich habe Strider gefragt. Er hatte eine gewisse Devise, ne, wie man trotzdem seine Schmiederessourcen upgraden kann und nebenbei trotzdem effizient seine Upgrades auf seinen Items noch weiterhin verfolgen kann, ohne allzu viel Verluste zu machen. So, und er hat da eine bestimmte Faustformel, sag ich mal, was das angeht. Und zwar alle Items, ausgenommen von der Waffe, würde er vorschlagen zu verbessern, wenn die von den Stats her 10% besser sind als die alten Items. So, das ist eine Menge, ja. Also dementsprechend wird auch relativ wenig verbessert im Late-Game-Bereich. Wir sprechen jetzt hier auch wirklich vom Late-Game-Bereich so, ne? Und bei der Waffe ist es ein bisschen anders, da ist es die Hälfte, da reicht es aus, wenn die Waffe 5% besser ist, würde es nochmal auf gleiche Stufe nochmal upgraden, so, weil die Waffe natürlich einen besseren Impact hat. So, ich zeige euch das Ganze nochmal, und dass das hier wirklich kein Gelaber ist, werde ich nachher nochmal anhand von Fakten dann auch nochmal zeigen. Ja, denn am Ende des Tages sind diese ganzen Ressourcen und diese ganzen Verbesserungen temporäre Vorteile, die ihr gegenüber anderen Leuten haben könnt oder die andere Leute gegenüber euch haben. Ich hatte ja mich ein bisschen baiten lassen von Teufli, dass der hier teilweise ein paar bessere Items hat, so hier so ein bisschen bessere Waffe so und ein paar bessere Legis hier und da, ne? Aber das macht den Kohl nicht wirklich fett. So, das ist, ja, da hatte ich mich dann vom baiten lassen, ja, ich brauch eine bessere Waffe, aber es stimmt halt nicht, das sind alles temporäre Upgrades, die ihr auf euer Equipment macht. So, diese temporären Upgrades kann man früher oder später immer wieder einholen. Was wirklich Priorität Nummer 1 ist, sind die Basis-Stats, ja. Also es gibt einmal die Total-Stats und die Basis-Stats. Die Total-Stats sind die insgesamten Stats, die temporären Stats, wo halt das Equipment, Steine, Verbesserung von den Items und sowas eingeht, und die Basis-Stats sind halt wirklich das, worauf es ankommt nachher am Ende. So, ne? Und ja, warum ist es jetzt nun schlecht, sag ich mal, dass ich jetzt auf diese 50 Stat-Punkte verzichte pro Item, was ich jetzt hier upgrade? Und zwar aus dem Grund, weil man halt sich also man verschafft sich, wie gesagt, einen temporären Vorteil, aber auf lange Sicht, wenn man das immer regelmäßig macht, verschafft man sich einen Nachteil dadurch. Weil man immer auf dem aktuellsten Stand sein will und seine Items immer wieder upgradet, aber immer wieder Verluste durch die Upgrades macht. Das heißt, es wäre schlauer, nochmal ja, seine Ressourcen zu sparen, bis man alle Items mal irgendwann auf 20 mit einmal hochziehen kann, um dann einen richtigen Power Spike zu bekommen, anstatt sich den Weg so hoch zu klettern, sag ich mal, indem man trotzdem das irgendwann mal schafft, alles auf 20 zu ziehen, aber da dann deutlich später hinkommt, weil man immer wieder Verluste durch das Aktuellhalten seiner Items versucht, da hochzukommen. So, jetzt zeige ich euch mal, wie das Ganze ja, rüberkommt, wie ich das Ganze meine. Es gibt hier ein Tool, SF-Tools, ihr kennt die Seite, ne? Dort kann man das Ganze eingeben, was man an Verlusten macht pro Upgrade. Und das zeige ich euch jetzt mal. Hier oben gibt man ein, was man für eine Waffe hat, also oder was für ein Item man hat. 3er-Stat-Items haben wir natürlich immer. Ne? Hier kommen die Attribute gleich von der Waffe rein. Hier geben wir ein Mage oder eine Kundschafterwaffe. So, da müssen wir natürlich Ja einklicken, weil wir jetzt ein Magier sind. So, und jetzt gucken wir mal auf unsere Waffe, die wir momentan haben. So, wir haben hier, also das Tool stimmt, glaube ich, nicht zu 100% und ich bin auch nicht der ultimative SF-Tools-Profi so, aber einigermaßen kann ich das schon nachvollziehen und ablesen. So, 1980 Stat-Punkte hat diese Waffe jetzt. Geben wir hier 1980. So, und jetzt zeigt er mir quasi alles an. Wir zeigen hier einmal wir haben hier einmal die Verbesserung, das geht ja bis 20 hier runter, ne? Dann haben wir halt den Bonus, was der pro Verbesserung für einen Bonus bekommt, so, ne? Dann haben wir die Ressourcen, die wir benötigen, die Ressourcen, die schon insgesamt benötigt worden sind, die Ressourcen, die wir wiederbekommen, so, ne?
Und hier hinten, auch sehr interessant, haben wir hier halt die Ressourcen, die wir dadurch verlieren. Also man hat immer einen gewissen Verschleiß dadurch, dass man seine Ressourcen auf die Items rüber switcht, die verbessert und dann aber wieder runternimmt. So, deswegen ist es insgesamt schlauer, wenn man sich versucht, diese Ressourcen irgendwann zu sparen. Ich war ja auch der Meinung gewesen, ja, ich brauche das beste Equipment und so weiter und alles kann man gleich reinstecken. Ist nicht so ganz richtig. So, wir haben jetzt hier zum Beispiel, unsere Waffe ist jetzt 14 mal verbessert hier, so, ne? Und hier sehen wir halt, wie viele Ressourcen wir schon insgesamt hier drin haben, so, das sind knappe 800.000, ne? Ich weiß nicht, ich glaube ganz genau stimmt das so nicht, ne? Ist auch jetzt ein bisschen, ich muss eigentlich immer die ganze Liste hier im Überblick haben, aber jetzt muss ich hier mal runterscrollen, da weiß ich immer nicht ganz genau, was ist, ne? Aber wir haben jetzt hier zum Beispiel hier die 14er Waffe, das ist hier an Ressourcen, müsste das hier an, warte mal, jetzt muss ich mal schauen hier, 800.000, das müsste an das hier rankommen. So, dann haben wir hier in der Tabelle eine gewisse Anzahl, was wir denn wiederbekommen, ne? Und den Verschleiß, den wir denn dadurch dann erhalten und was wir dann quasi an Ressourcen dann auch verlieren würden, wenn wir das Item nochmal auf dieselbe Stufe dann upgraden, aber bei einer aktuelleren Variante. Und hier hat man dann sogar die Prozentanzahl, wie viel denn man tatsächlich verliert, ne? So, und als ich mich damit dann ein bisschen befasst hatte, hatte ich dann gesehen, ja, das ist ganz schön heftig. Hier unten sieht man übrigens, wie viel es kostet, insgesamt so eine Waffe an Kristalle alleine auf 20 hochzuziehen. Das ist schon ziemlich hart. Und wenn man die dann nochmal zerlegt und auf eine neue Waffe nimmt, dann hat man hier schon einen Verschleiß, der ziemlich hoch ist. So, und deswegen sollte man sich überlegen, ab wann man was wirklich verbessert und wann lohnt sich das nicht, weil man dann zu viel Ressourcen dafür drauf zahlt. So, und da hatte ich mir dann nochmal so überlegt gehabt, für 20 Statpunkte lohnt sich das Ganze wirklich nicht. Also werden wir am Freitag, wenn wir den Leggy Dungeon machen, werden wir nochmal ordentlich auf den Main auch durchgrinden natürlich, weil wir haben hier jetzt erst 8 Runs gemacht, ne? Und wir können noch ein bisschen Gold auf jeden Fall mitnehmen, gebrauchen und vor allen Dingen, was halt wichtig ist, die Epic-Waffen für nach dem legendären Dungeon werden wir mitnehmen, ne? Das ist nochmal, denke ich mal, relativ interessant für mich jetzt persönlich so, ne? Das heißt, ich werde jetzt mein Equipment nicht weiter mehr verbessern. Ich lasse das alles auf plus 13, die Waffe 14, das Ding 14 und den Rest hier auf plus 13. Und werde jetzt richtig doll anfangen, meine Ressourcen richtig hart zu stacken. Wirklich bis in den Millionenbereich rein. Ne? Und dann werde ich irgendwann, wenn ich mich denn dazu entscheide, mein Equipment zu upgraden, werde ich das dann mit einmal dann durchziehen und habe dann dadurch den Power Spike, womit ich dann mich eventuell längerfristig auf Platz 1 hier auf den Server dann halten kann, anstatt immer meine Ressourcen zu verschleißen für einen temporären Vorteil. So, warum sind die Stats jetzt, die Basisstats, das Wichtigste bei dem und der temporäre Vorteil ist nicht unbedingt so vonnöten. Ich hatte mich da mit Strider ein bisschen auseinandergesetzt und der hatte mir das anhand vom Beispiel von der internationalen Ehrenhalle auch nochmal gezeigt. Ne? In der internationalen Ehrenhalle haben wir ja hier einmal den Viper und den Furaken und das sind die unterschiedlichsten Personen, die es in ganz Shakes und Fidget gibt, von Equipment her und von den Total Stats her und von den Basis-Stats her. So. Und das widerlegt eigentlich genau das, warum die Basis-Stats halt so viel wichtiger sind als die Total Stats. Ne? Und das zeigt halt eben auch, dass man sich lieber darauf konzentrieren sollte, anstatt alles immer zu upgraden und so. Ne? Passt mal auf, ich zeige euch das mal. Wir haben hier einmal den Furaken. So, der Furaken ist jemand, der ist 621. Der hat sein komplettes Equipment, oder ich glaube sein komplettes Equipment auf 20 Mal verbessert. Ihr seht das hier, 17 ein Item hier, Waffe 20, Schild 20, alles 20 hier. Das ist das letzte Item, was ihm noch fehlt, ne? Weil das wahrscheinlich gerade ein neues ist. So, ihr seht hier, das sind die in die Total Stats reingehen. Diese ganzen Verbesserungen hier, die gehen alle in die Total Stats rein. Alles 20 Mal verbessert und die Edelsteine, er hat wahrscheinlich auch, denke ich mal, Mine geskippt, so, also er ist relativ hart darauf ausgelegt, hohe Total Stats zu haben. So, ne? Jetzt gucken wir mal einmal den Viper an. So,
Der Viper ist jemand, der hält sich genauso gut, wenn nicht sogar noch besser, wie Furaaken in der internationalen Ehrenhalle. So, woran liegt das? Bestimmt nicht an seinem Equipment, denn wir gucken mal hier drauf. Der hat hier nur seine ganzen Sachen 8-mal verbessert, ja, 8-mal alles nur verbessert. Das ist unglaublich, ja, das ist sehr, sehr, sehr viel weniger, als Furaaken es macht. Und das sind einfach mal, weiß ich nicht, 600 Stat-Punkte pro Item oder was waren das hier? Ja, er hat hier 857 auf seinen Items und Viper hat hier 268 auf seinen Items. So, woran liegt das also, dass hier der Viper einfach mal besser oder genauso gut wie der Furaaken ist? Es liegt an seinen, ja, Basis-Stat-Punkten so, ne? Wir sehen hier erstmal so vom Vergleich her, ist Viper noch ein bisschen besser von den Stats her aufgestellt tatsächlich als Furaaken so. Wir zählen auch noch die Edelsteine auch noch mit dazu. Ne? Jeder Edelstein hier 2120 im Schnitt so, sagen wir mal. Und Viper hat hier 1990, ne? Oder teilweise noch weniger. Das ist unglaublich, ja. Was da nochmal an Stats, das sind auch nochmal 200. So, also sagen wir mal 800 Items mit Edelstein und Equipment pro Item besser als bei Viper, ne? Trotzdem ist er besser aufgestellt in den Stats als Furaaken. Und das liegt halt einzig und allein an seinen Basisstats. Das heißt, essentiell ist es wichtiger, halt eben seine Basisstats hochzuhalten als die Equipment, ja, als die Total Stats, als das Equipment und die Steine. So, er hat hier 102k auf alles, ne, auf Stärke und Ausdauer. Und der Furaaken, ich meine, der ist auch nicht schlecht dabei. Der hat hier aber 93k auf seine Stats, so, ne. Das ist jetzt nicht bedeutend weniger, trotzdem macht es einiges aus, weil diese Basisstats sind unglaublich, also die gehen unglaublich langsam voran im Vergleich zu den Total Stats. So, Viper bräuchte nur mal ein kleines Upgrade machen und dann würde er quasi Furaaken in die Ferne weisen. So, ne? Also Viper hätte immer was in der Hinterhand gegenüber Furaaken jetzt, ne? Und das sind halt eben seine Upgrades, die er immer machen kann, im Gegensatz zu den Basisstats, die man halt immer, also die man dauerhaft hat, so, ne? Und die Items hast du halt eben nur temporär, so. Und Viper wird wahrscheinlich seine ganzen Kristalle und alles dann auch momentan stacken und sammeln und legt halt nicht so viel Wert auf das ganze Zeug, wie Furaaken es macht, ne, um halt irgendwann, ja, einfach mal komplett auszurasten. Also ich bin da sehr gespannt, ne, man hat hier, also der Strider hat mir auch nochmal eine Liste zukommen lassen und hier sieht man halt nochmal ganz gut, am Hand von Beispiel von den Total Stats. Hier haben wir einmal die Total Stats und einmal die Basis Stats. So, und da sehen wir hier, dass Viper sich trotzdem in den Top 5 weltweit aufhält, obwohl Furaaken jemand ist, der alles geupgradet hat. Ziemlich krass. Strider ist auch, glaube ich, auf 16, 17 oder so pro Item unterwegs, Verbesserungen. Ne? Trotzdem hält sich Viper halt hier halt wacker, weil er eben diese Base Stats hat. So, ne? Wir sehen hier zum Beispiel Base Stats. Das sind quasi die summierten Base-Stats von allen Leuten hier, ne? Und da ist halt der Furaaken deutlich hinter Viper, ne? Nur halt die Total Stats, da ist halt eben, ich meine gut, da ist der Viper halt auch vorne, aber halt eben dadurch, dass er halt in den Basis-Stats noch ein bisschen besser ist, so, ne? Ja, das wollte ich euch auf jeden Fall nur noch mal zeigen und das ist jetzt auch so meine Meinung und wie ich das Ganze jetzt so machen werde, wie ich das handhaben werde. Also das Ding war halt, ich habe mich halt baiten lassen so ein bisschen und wollte halt aufholen, sag ich mal. Ich wollte der Beste auf meinem Server werden, ne? Deswegen brauche ich auch immer das aktuellste Equipment, ne? Habe ich so gedacht. Man hat aber einen gewissen Verschleiß halt eben durch diese temporären Upgrades und deswegen konzentriere ich mich jetzt darauf, die richtig viele Kristalle zu stacken, ne? Und halt eben noch mehr meine Basis-Stats zu pushen. Das ist halt eben das, wo man halt über längeren Verlauf dann nachher am Ende des Tages sich durchsetzen kann. So, ne? Ja, schreibt mir gerne eure Meinung dazu. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen weiterhelfen. Das waren wieder sehr, sag ich mal, extended Tipps auf jeden Fall für etwas fortgeschrittenere. Aber ich denke mal, das haben viele Leute nachgefragt.
Und ja, wenn ihr selbst halt auch mal einen Blick in diese Liste werfen wollt und euch da ein bisschen durchforsten wollt, schaut einfach bei SF-Tools vorbei. Da kann man ganz leicht denn auf diese Seite kommen. Ich zeige euch das nochmal ganz kurz. Bei SF-Tools, zack, gibt es hier diese Seite, also ne, einfach bei Google eingeben und dann kommt man hier auf die ja, Blacksmith-Upgrades. Und da kann man sich dann das Ganze nochmal dann genauer durchlesen. Denn, ne? Ich habe es jetzt ein bisschen umständlich wahrscheinlich erklärt, aber ja, wenn ich mir das Ganze groß machen würde, dann wäre es für mich übersichtlicher. Im Video konnte ich es jetzt nur so zeigen. So, ne? Okay, alles klar. Das war's soweit. Ich hoffe, das Video konnte euch weiterhelfen. Ansonsten, ja, falls der Fall sein sollte, lasst gerne eine Bewertung, einen Kommentar dazu da. Ansonsten sehen wir uns morgen im Stream wieder. Und ja, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.